Hi, Ende letzten Jahres hatte ich ja schon angekündigt, dass ich die Möglichkeit hatte, einen der erfolgreichsten deutschen Kinofilmproduzenten zu interviewen. Dabei geht es um Benjamin Herrmann und das Interview mit ihm hat vor 2 Wochen in Berlin stattgefunden. Deshalb jetzt viel Spaß mit dem Interview. So, hallo Benjamin. Erstmal schönen Dank, dass du hier die Zeit nimmst, mir so Fragen zu beantworten. Übrigens, alle Fragen, die jetzt hier gestellt werden an den Benjamin, sind Fragen, die ihr, meine Community, mir gestellt habt. Vielen Dank auch dafür. Fangen wir gleich mal an. Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal so ein bisschen über dich. Mein Name ist Benjamin Herrmann, ich bin Produzent, habe Regie gelernt an der Filmhochschule München in den 90er Jahren und bin dann zu ProSieben gegangen als Redakteur und so ins Produzentische gerutscht und von da dann bei Senator in Berlin, einem damals sehr erfolgreichen Mini-Major, wie wir gesagt haben, in das Verleihgeschäft gekommen und deshalb treibe ich bis heute mit meiner eigenen Firma Majestic beides, nämlich Verleihen und Filme produzieren. Wir wollen heute so ein bisschen mehr über das Filmproduzieren sprechen, zumindest habe ich das auch so angekündigt. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, was so ein Filmproduzent eigentlich macht, also was die Aufgaben von einem Filmproduzenten sind. Das hängt sehr davon ab, welches Projekt es ist. Aber im Wesentlichen geht es bei einem Produzenten darum, der hat einen Stoff zu identifizieren, von dem er denkt, dass es die Menschen interessieren könnte. Er hat die richtigen Leute zusammenzubringen, das heißt den Autor, den Regisseur, dann zusammen mit einem Regisseur die ganzen Mitarbeiter, die es gibt, die Besetzung etc. Und dann natürlich ein großes Feld, die Finanzierung aufzutreiben für den Film. Dann das physische Herstellen des Films, die Endbearbeitung, die Endfertigstellung und je nachdem, wie eng er mit seinen Auswertern zu tun hat, das heißt mit den internationalen Verleihpartnern oder den deutschen Verleihpartnern, auch noch die Kampagne mit zu begleiten. Also er ist eigentlich der Einzige, der von Anfang bis zum bitteren Ende dabei ist und der das Risiko trägt, der zusammen mit dem Regisseur, was sozusagen die engste Partnerschaft sein soll, den Film macht. Du hast ja gerade schon so ganz kurz das Finanzielle angesprochen. Das ist die Frage, natürlich hast du irgendwie Interesse daran, dass ein Film finanziell erfolgreich wird. Gibt es außer diesem finanziellen Aspekt Sachen, die dich antreiben, Filme zu produzieren oder anzunehmen, so ein Projekt? Was treibt dich da an? Ich glaube, der finanzielle Aspekt ist es zumindest in Deutschland nicht, denn die Chance, mit Filmen überproportional viel Geld zu verdienen, das steht in keinem Verhältnis zu dem Risiko, das du eingehst oder zu dem Aufwand, den du eingehst. Das heißt, da muss eine emotionale Komponente muss groß sein, sprich die Lust, genau diese Geschichte zu erzählen, mit diesen Leuten zu arbeiten, das auf die Leinwand zu bringen und die Leute im Kinosaal zu dem zu bringen, was du machen willst. Ja? Zum Lachen zu bringen, zum Weinen zu bringen, zum Nachdenken zu bringen, was auch immer das Ziel deiner Arbeit ist. Und klar will man auch Geld damit verdienen, aber es ist, glaube ich, also für mich zumindest die emotionale Seite die wichtigere. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen aufgezählt, was so ein Produzent alles macht. Hast du so einen Lieblingsschritt oder so einen Arbeitsschritt, der dir am meisten Spaß macht? Schwierig. Also das lässt sich ja leicht sagen von Anfang bis Ende, ja, aber das können ja, 5, 6, 7, 8 Jahre sein. Insofern ist es so schwer zu sagen, ja, und dieser Moment ist es dann, weil, also ich glaube, das erste Mal mit einem dir fremden Publikum in einem Kino zu stehen und mitzukriegen, dass die Leute so reagieren, wie du es dir vor Jahren ausgedacht hast, dass sie reagieren werden, das ist, glaube ich, das wirklich Befriedigende an der Arbeit. Und dazwischen gibt es zahllose Schritte, die toll sind. Der erste Drehtag ist toll und das Drehende ist toll. Und also die Mischung, die Fertigstellung ist super. Und also umso mehr Elemente zusammenkommen, die den Film ausmachen, umso toller wird es, wenn es denn gelungen ist. Umso schrecklicher ist es, wenn es nicht gelingt. Aber es gibt nicht den einen einzigen Moment, der toll ist. Was war dein erstes Filmprojekt oder dein allererster Film, den du gemacht hast? Professionell oder nicht professionell? Sagen wir mal nicht professionell. Also das sind ja gerade auch so die Sachen, meine Abonnenten, die sind ja auch gerade noch ganz am Anfang. Also wie hast du angefangen? Nicht professionell war zu Schulzeiten sozusagen Amateurgeschichten und da war das erste, was tatsächlich einen fertigen Film ergab, einen Film, den ich an unserer Schule gedreht habe, auch noch mit Lehrern unserer Schule in verschiedenen Rollen, was ein Abendfilm, ich glaube eine gute Stunde, 10 Minuten oder so Film ergab, mit richtiger Handlung und allem. Damals noch auf SVHS gedreht, schrecklich.
Das war so das erste eigene, fertige Projekt, was es auch heute noch gibt. Ja. Wie wichtig würdest du Equipment oder das richtige Equipment einordnen? Also viele von meinen Zuschauern sind ja auch so technikbegeistert und sowas. Erzähl mal ein bisschen, mit was für Kameras du so arbeitest zum Beispiel. Da bin ich ehrlich gesagt der Falsche, weil ich eigentlich seit meiner Zeit an der Filmhochschule nicht mehr selbst eine Kamera benutzt habe oder in die Hand genommen habe. Wir drehen seit einigen Jahren ja nichts mehr auf 35 mm, was das Normale war, sondern alles auf digitalen Kameras 2K, 4K, das heißt auf Reds oder auf Arri Alexas. Den letzten Film, den wir gedreht haben, war eine Alexa. Aber ich wüsste nicht mal, wo man sie anschaltet. Also es ist, okay. Dazu gibt es Leute, kenne mich nicht mit aus. Nee. Hast du ein paar Tipps für junge Filmmaker? Also was würdest du denen raten, wenn die wirklich Lust haben, später mal Filme zu machen? Was wäre so ein Weg, den man gehen könnte zum Beispiel? Also ich glaube, im Vergleich zu früher ist es heute so viel einfacher, auf einem hohen Level, technischen Level Filme zu machen. Damals, als ich angefangen habe, gab es keine Schnittprogramme, also Avid und so weiter, Final Cut, das ist alles viel später gekommen. Es gab keine digitalen Kameras. Wie gesagt, SVHS war so das neueste, hipste, tollste. Und davor war es Super 8. Also, wo du irgendwie 5-Minuten-Kassetten hattest, die du dann zum Entwickeln schicken musstest. Also, es ist heute so viel einfacher, Filme zu machen, die gut aussehen und die technisch nicht mehr unter irgendwas leiden, dass ich glaube, die entscheidende Aufgabe ist es, zu üben und auszuprobieren und eine Filmsprache zu lernen und zu erkennen, was will ich als jemand, der in diesem Beruf arbeiten will, machen, was will ich erzählen. Und nicht nur aus so einer reinen Lust, ja, das geht jetzt, sondern was ist der innere Antrieb, diese Sache zu erzählen, die mich daran interessiert. Und dann machen, üben. Und auch das ist das, was, glaube ich, eine Filmhochschule neben einer Ausbildung bietet, Übung. Ja, das kann dir keiner nehmen und das ist, glaube ich, in jungen Jahren viel einfacher als später, wenn die Ansprüche wachsen und wenn man eine Gruppe von jungen Leuten um sich schart, die auch Lust haben, Filme zu machen, dann machen. Ja, einfach loslegen. Und von den Karriereschritten her finde ich natürlich, also jetzt aus eigener Erfahrung in der Filmhochschule, eine gute Idee, weil sie einen jetzt auch in der Wahrnehmung von Marktteilnehmern, die dir Jobs verschaffen, einen anderen Stellenwert dir gibt als Student, als Absolvent von der Filmhochschule. Gibt jetzt gerade, was Regisseure betrifft, gibt sehr wenige, die keine Filmhochschulausbildung haben, die als Regisseure arbeiten bei uns. Das ist im Werbegeschäft ein bisschen anders, das ist wenn es das überhaupt noch gibt, im Musikvideogeschäft ein bisschen anders, aber im Fernseh- oder gar Kinofilmbereich gibt es das eigentlich nicht, dass du keine Filmhochschule absolviert hast. Und das sollte einem was sagen. Sprich, also wenn man diesen Weg eingehen will, dann ist es wahrscheinlich ratsam, das zu tun. Und wir haben ja eine ganze Reihe von tollen, großartigen Schulen in Deutschland, die sich auch sehr unterscheiden von der Art und Weise, wen sie ausbilden wollen, was für Art von Geschichtenerzähler sie ausbilden wollen. Wenn es jetzt um Regisseure geht oder natürlich genauso Kameraleute und Autoren und was auch immer ausbilden, die es ja genauso gibt. Also ich kann da nur zu raten, ja. Dann machen wir mal so einen kleinen Themencut. Das Interview wird ja auf YouTube landen. Hast du irgendwie privat Erfahrung mit YouTube oder nutzt du auch geschäftlich YouTube? Wie stehst du zu YouTube? Wir nutzen YouTube natürlich als Promotion-Tool für unsere Filme, jetzt sozusagen verleihseitig gedacht, weniger produktionsseitig. Und nutzen das sehr intensiv mit Materialien, mit Featurettes, mit Trailern etc. etc. Und wir sind natürlich auch eng mit den Robert Hoffmanns dieser Welt, die sozusagen Filmbesprechungen leisten und Filme promoten und das ja auf eine ganz frische und interessante Art machen, die uns als diejenigen, die ja selten in so einem direkten Austausch mit dem Endverbraucher sind. Ja? Also man sitzt über Jahre und versucht, was zu machen, was Leuten gefällt, die du gar nicht kennst. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, wo diese YouTuber oft dir so eine Erdung verschaffen in der Frage, ja, wonach gucken diese Menschen eigentlich? Ja? Also gerade eine jüngere Generation
was ist denen eigentlich wichtig, wonach gucken die? Du kannst es selbst nicht mehr, weil du bist nicht mehr in dem Alter. Insofern bist du darauf angewiesen, dass du so ein Feedback kriegst. Und deshalb finde ich das großartig. Und natürlich ist es für Leute, um ihre eigenen Werke irgendwie in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, eine großartige Idee, großartiges Tool, YouTube. Mhm. Gut, dann war es das soweit eigentlich schon von meinen Fragen. Okay. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen sagen, was so deine Projekte für die Zukunft sind, ob du da schon irgendwas erzählen kannst über zukünftige Projekte. Also jetzt der nächste Film, den wir ins Kino bringen, den wir gerade produziert haben, ist Colonia, mit Emma Watson und Daniel Brühl in den Hauptrollen. Ein internationaler Thriller, über 10 Millionen Budget, sehr aufwendiges, sehr großes Projekt, was gerade den Bayerischen Filmpreis gewonnen hat als bester Film und jetzt am 18. Februar ins Kino kommt und dann in der ganzen Welt rausgebracht wird. Und das hält uns gerade auf Trab und immer noch und beschäftigt uns sehr, obwohl der Film fertig ist, ja, also komplett in allem, aber jetzt geht es um die Kampagne und die Herausbringung. So. Und dann verleihen wir den neuen Film von Doris Dörrier, der jetzt auf der Berlinale laufen wird, Grüße aus Fukushima, den wir eigentlich nicht selbst produziert haben, sondern nur verleihen werden, am 10. März. Und sind gerade in der Postproduktion eines Films, der Kundschafter des Friedens heißt, was im DDR-Jargon der Name für Spione war, also der offizielle Name. Und es geht um eine Gruppe von 4 alten Ostagenten, die reaktiviert werden vom BND für einen vermeintlich aussichtslosen Fall, also ein bisschen wie Space Cowboys oder Red, eine Variante. Und dann sind wir am Entwickeln von neuen Projekten, die wir gucken zu finanzieren und möglicherweise dieses Jahr noch, aber eher nächstes Jahr wieder was Neues drehen. Es ist, kostet immer viel Zeit und viel Energie, insofern muss man sich sicher sein, das ist das Richtige, mit dem man diese Zeit verbringen will. Alles klar, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und ich habe dabei keine Zweifel eigentlich, dass das was wird. Vielen Dank hier für die Fragen oder für das Beantworten der Fragen und ja. Ja, auch vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao. So, das war das Interview. Erstmal vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Falls du Interesse daran hast, mit welchem Equipment ich das Ganze aufgenommen habe, habe ich euch entsprechende Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Und falls dir das Format gefallen hat und Lust hättest, dass ich noch mehr so Interviews mit zum Beispiel Kameramännern oder Regisseuren oder sowas halte, dann schreib mir das doch einfach in die Kommentare, damit ich entsprechende Videos planen kann. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.